Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Vor wenigen Tagen ist in Großbritannien eine neue Warhammer-Sammelreihe von Hachette in Kooperation mit Games Workshop gestartet. Sie trägt den Namen Spearhead und wir werfen heute gemeinsam einen Blick darauf. Was ist eigentlich so ein Hachette-Abo? Welche Reihen gab es bisher? Was steckt in Spearhead drin? Und wann können wir mit der Sammlung in Deutschland rechnen? Genau darum geht es in diesem Video. Am 27. August 2025 endeten 3 Milliarden. Nee, das war der 29. August, Spaß beiseite. Am 27. August 2025 erschien in UK die erste Ausgabe der neuen Hachette-Sammelreihe Spearhead. Hachette ist bekannt für Sammelmagazine zu allen möglichen Themen. Von Bastelprojekten bis hin zu Modellbau. Klassiker wie Bau dir deinen eigenen Flugzeugträger, die gefühlt seit Jahrzehnten immer wieder auftauchen, bis hin zu so coolen Sachen wie Bau dir deinen eigenen Terminator. Stand on one foot. Yes! Cool, my old Terminator. Typisch bei diesen Sammelreihen ist ja dann, dass die ersten Ausgaben sehr wenig kosten, im Zeitschriftenregal liegen und einen ködern sollen. Logisch. Ich hatte übrigens noch nie Glück, das im Zeitschriftenregal zu finden. Dorfleben. Richtig Sinn macht so eine Sammelreihe natürlich dann im Abo, damit man nichts verpasst und am Ende auch wirklich alles komplett hat. Ich finde es echt eine coole Sache, dass es von Hachette auch Sammelreihen zu Warhammer gibt. Bisher erschienen sind Conquest, Imperium, Stormbringer und Combat Patrol. Das Combat Patrol Abo läuft aktuell sogar noch. Conquest habe ich nicht, aber die anderen 3 Reihen hatte ich alle abonniert. Imperium zusammen mit meinem Sohn Theodor, das Stormbringer Abo dann mit meiner Frau geteilt und ja, ich bekam die Stormcast-Seite, yay! Und das noch laufende Combat Patrol Abo ist diesmal ganz allein für mich. Man lernt dazu. Beim aktuellen Combat Patrol ist die Nachfrage auch vermutlich so exponentiell gestiegen, was dann zu diesen ganzen Lieferproblemen und Verzögerungen geführt hat. Unabhängig davon bleibe ich aber ein großer Fan dieser Warhammer-Abos. Bei Imperium und Stormbringer gab es auch keine Probleme. Über die komplette Abo-Laufzeit lief bei mir alles reibungslos. Ich habe alle Ausgaben und die Sammlungen sind komplett. Der Support von Hachette soll übrigens auch super hilfreich sein, falls doch mal was nicht geklappt hat. Ich selbst musste darauf noch nicht zurückgreifen. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass die Engpässe eher auf Seiten von Games Workshop lagen als bei Hachette selbst. Und Spearhead wird vermutlich wieder deutlich geschmeidiger laufen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Was steckt denn überhaupt in so einer Warhammer-Sammelreihe? Mit jeder Ausgabe erhält man zunächst ein Sammelheft und dazu dann entweder Miniaturen, aber es sind auch mal Farben oder Geländeteile dabei. Die Hefte selbst sind eigentlich eher zusammengeklebte einzelne Seiten, die sind auch bereits gelocht und können dann in die entsprechenden Ordner abgeheftet werden. Hierbei erhält man dann immer wieder für verschiedene Kategorien so einzelne Seiten. Der Sammelbetrieb wird hier also auch ordentlich bedient. Und nach wachsen dann eben diese Kategorien in den Ordnern. Die Kategorien decken dabei die wichtigsten Aspekte des Tabletop-Hobbys ab. Sammeln, basteln, bemalen. Es gibt Lesematerial mit Hintergrundinfos und Storys und auch der Aspekt Spielen, Regeln. Meiner Meinung nach richtet sich das Ganze vor allem an Anfänger und Neueinsteiger ins Hobby. Aber ganz ehrlich, auch an Leute wie mich. Ich freue mich einfach riesig, wenn regelmäßig neue Miniaturen ins Haus flattern. So kam ich dann auch schon an Minis von Armeen, die ich mir sonst vermutlich nie gekauft hätte. Zum Beispiel meine Adeptas Sororitas, die inzwischen zu einer meiner Lieblingsarmeen zählt. Oder auch die Mondwarn-Kids. Die sind so verrückt und wir, da habe ich sogar beim Bemalen zwangsläufig die ganze Zeit grinsen müssen. Beim Einsteigeraspekt punkten die Abos aber natürlich noch mehr. Gerade auch die Rubrik zu Regeln, Einsteigerszenarien, aufeinander aufbauenden Missionen, die sind dann mit so einer kleinen Mini-Story dann auch noch verknüpft. Das war einfach eine super Hilfe, auch für mich als Papa, um Theodor da viel einfacher an die Regeln ranzuführen. Das ist echt klasse gemacht, Schritt für Schritt. Und ohne das wäre es mir echt schwer gefallen und auch nicht so cool gewesen, da auf einen Schlag alle Regeln durchzugehen. Also das fand ich bisher in allen Sammelreihen echt gut gemacht. Bei den Bemalanleitungen muss man dann doch hier und da mal schmunzeln. Grundiert wird dann eher mit 3 Schichten der Basefarbe. Das hätte man eventuell auch anders erklären können. Für mich sind die Magazine da aber meist nur die nette Beigabe, weil mir geht's persönlich hauptsächlich um die Miniaturen. Aber die Seiten sind alle cool gestaltet und sind auch gut, um einfach mal ein klein wenig vorm Schlafen noch zu schmökern. Ohne die Magazine wäre die Sammlung natürlich auch nicht die gleiche. Es gehört eben dazu und wegwerfen würde ich die jetzt auch nicht. Für Sammler, für Anfänger, für Einsteiger ins Hobby, super cooles, rundes Paket. Man bekommt einfach Miniaturen, man bekommt Hintergrundinfos, man bekommt Zeug zum Nachlesen, zum Regeln lernen. Man bekommt Schritt für Schritt Bemalanleitung, man hat Farben dabei, man kriegt ein bisschen Gelände. So eine Art rundum sorglos Paket.
Aber was erwartet uns denn nun bei dem neuen Age of Sigmar Spearhead-Abo? Dazu schauen wir mal auf die UK-Webseite von Hachette. Hier sieht man zum Beispiel alles, was man in dieser Sammlung erhält. Das ist unglaublich viel Zeug. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Wenn man das Ganze abonniert, was der präferierte Weg ist, um die Sammlung komplett zu haben, aus meiner Sicht, bekommt man dann her so ein paar kostenlose, in Anführungszeichen, Geschenke dazu. Seitenschneider, Engrata mit der 3. Lieferung, den ersten Ordner. Alle weiteren Ordner muss man dann separat dazu buchen und bezahlen. Bei der 4. Lieferung sind ein paar synthetische Pinsel dabei. 6. Lieferung dann eine Kaffeetasse, die hier zumindest auf dem Foto wesentlich besser aussieht als die Combat Patrol Tasse. Und bei der 7. Lieferung gibt es dann noch eine besondere Miniatur, die es dann nur während dieses Abos gibt oder nur in diesem Abo. Ganz cool ist natürlich auch immer die Möglichkeit, das Abo auf Premium abzugraden. Genauso wie bei den bisherigen Abos gibt es dann 4 besondere Modelle nochmal on top. Dazu bezahlt man aber dann halt einen Aufpreis auf jede einzelne Ausgabe. Schauen wir uns später auch nochmal im Detail an, wie viel man dann da wirklich sparen würde. Im Vergleich zu den Premium-Sets des Combat Patrol-Abos haben wir im Spearhead-Abo dann auch diesmal wirklich 4 riesig große Centerpiece-Modelle dabei, was ich schon ziemlich cool finde. Aber wie gesagt, auf die Preise des Ganzen schauen wir dann nochmal im Detail. Dazu gibt es natürlich auch das Magazin mit den gewohnten Kategorien: Bauen, Malen, Lesen, Sammeln und Spielen. Nichts Neues, ich glaube sogar die Farbkodierung ist identisch. Hier auch ein Blick auf die ersten Ausgaben der neuen Sammlung. Das Ganze startet mit Stormcast Eternals und den Skaven. Im Endeffekt also die Fraktionen bzw. Miniaturen des aktuellen Age of Sigmar Starter-Sets. Dann kann man sich hier natürlich noch anschauen, wie das Ganze dann funktioniert mit dem Abo, FAQs etc. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Sammlung auch in Deutschland erscheinen wird und dann gibt es die entsprechende Website dann eben auch auf Deutsch. Dann schauen wir uns mal die einzelnen Inhalte an. Was kriegen wir denn hier alles? Wir starten links unten mit der Spearhead für die Cities of Sigmar. Das ist hier die alte Spearhead-Box. 17 Miniaturen drin, ein Kavalleriemarschall, diese große Kanone, 5 Reiter und 10 Stahlhelme. Die neue Spearhead-Box wäre der Füsilierzug. Da sind dann 24 Miniaturen drin. Ja, und das ist ja eigentlich schon auch ganz cool bei dem Abo. Da hat man eben die Möglichkeit, noch an ältere Spearhead-Boxen ranzukommen, an Miniaturen, die jetzt nicht mehr so einfach verfügbar wären. Und ja, fand ich auch beim Combat Patrol Abo zum Beispiel cool, dass da die ältere Ork Combat Patrol drin ist mit den Killercoptern. In dieser Sammlung wird es dann eben auch so sein. Es wird Miniaturen aus älteren Spearhead-Boxen geben, aber auch Miniaturen aus den aktuellen Boxen. Weiter geht's mit den Stormcast Eternals, mit den sturmgeschmiedeten Ewigen. Die Minis, die man hier bekommt, sind jedoch nicht die aus der aktuellen Spearhead-Box für Stormcast Eternals, sondern das ist der Teil der Stormcast Eternals, die im ultimativen Starter-Set Age of Sigmar 4. Edition enthalten sind. Ein Fürst Vigilant auf Schattengrüf, ein Fürst Veritant mit einer Grüfkrähe, dann 3 Prosekutoren, das sind die mit den Engelsflügeln, die übrigens sehr cool geeignet sind, um auch die sanguinische Garde von den Blood Angels zu optimieren. Und dann sind auch noch 5 Liberatoren dabei. Weiter geht's mit den Skaven. Auch hier gilt, das ist nicht die aktuell erhältliche Spearhead-Box, was ich ein bisschen schade finde, sondern auch hier ist es genauso wie bei den Stormcast Eternals der Teil aus dem ultimativen Starter-Set, bestehend aus diesem Klauenfürst auf der Nagbestie, einem grauen Propheten, einem Warlock-Techniker, den 3 Ratten-Ogors und 20 Clanratten der Skaven. Sowohl die Stormcast Eternals als auch die Skaven habe ich schon aus der Skavenflut Launchbox. Deswegen finde ich das da ein bisschen schade. Da hätte ich mich über die neueren Spearhead-Boxen gerade hinsichtlich der anderen Ratten-Ogre-Modelle da viel mehr drüber gefreut. Aber gut. Nach den Skaven kommen die Sklaven der Finsternis, Slaves to Darkness. Die Miniaturen, die man in der Sammlung bekommt, sind die der noch erhältlichen Spearhead-Box, aber da gibt es mittlerweile auch eine neuere Variante davon. Hier in der Sammlung kriegt man eben ein Kriegsherr des Chaos, ein Streitwagen des Chaos, 10 Chaoskrieger und 5 Chaosritter. Danach begeben wir uns unter Wasser zum tiefen Volk der Idoneth. Das hier ist die Vorgänger-Spearhead-Box, die ich eigentlich sogar cooler finde als die neue. Da ist ein Isharan Seelenfinder drin, ein Akelianer Alopex, dann Morsagardisten, das sind die 3 Reiter hier auf den Aalen, und dann 10 Namati-Schwertknechte. Hochelfen dürfen natürlich auch nicht fehlen, die Lichtfürsten der Lumineth. Das sind die Miniaturen aus der noch aktuellen Spearhead-Box. Mit einem Skinari Katala, 5 Vanari Klingenmeistern, 10 Vanari Auralan-Wächtern und 10 Vanari Auralan-Schützen.
Weiter geht's mit Miniaturen auf untoter Seite, Soulblight Gravelords. Diese Speerspitze habe ich von meiner Frau auf Geburtstag bekommen und das ist mittlerweile auch eine Box, die gar nicht mehr so einfach erhältlich ist. Da kommt vermutlich mal demnächst auch eine neue Box raus. Hier in der Sammlung erhält man auf jeden Fall noch die Box mit dem Vampirfürsten oder der Vampirfürstin, den 3 Gargoyles, 5 Blutrittern und 20 Skeletten. Ziemlich cool. Außerdem enthalten ist die Matensippe des Nurgle, das ist auch die aktuelle Spearhead. Hat auch Rosalie und feiert die voll ab. Da ist so ein Buchhalter dabei, 10 Seuchenhüter, 5 faulige Pestkönige und dann die absoluten Highlights, 2 eitrige Fliegenfürsten. Davon kann man einen aber auch als Fürst der Leiden bauen. Für die Sylvaneth sind die Miniaturen aus der aktuellen Spearhead-Box enthalten. Eine Branch Witch, also eine Zweighexe, einen Baumfürsten, 3 Kurnotjäger und 5 wehrhafte Waldgeister. Auf die Sylvaneth Minis freue ich mich, die kann ich echt gut gebrauchen. Dann für die Seraphon gibt es Miniaturen aus der Vorgänger-Spearhead-Box, die aber auch immer noch erhältlich ist. Da kam ja vor kurzem eine neue Box raus, Sonnenblütige Pirscher, weiß ich so genau, weil Theodor Seraphon sammelt und die dann auf Geburtstag wollte. Hier bekommt man noch die coole Box mit dem Kanosaurier und einem Hornnacken-Veteran, der drauf reitet. Kann man dann auch alternativ als Orakel bauen. Auch enthalten sind 3 Croxigors, unglaublich starke Midis auch. Theodor haut mit denen alles platt von mir. Und dann kriegt man auch noch 10 Sauruskrieger, kann man auch nie genug davon haben. Dann wird es ein bisschen fanatisch, mit den Mondwahn geht's. Auch unglaublich lustige Midis, hätte ich mir nie so als Armee geholt, aber waren auch im Stormbringer-Abo mit drin. Hier enthalten das ist die aktuelle erhältliche Spearhead, ein Warnboss, 3 Felsmagen-Troggots, 10 Boinkrot-Hüpfer oder Squighoppers. Absolut fantastische Modelle, machen super viel Spaß beim Anmalen. Und dann, ja, freue ich mich nicht so drauf, 20 Mondclan-Piekser, die man eben auch als Mondclan-Schützen bauen kann. Und da muss ich sagen, da habe ich schon mal 20 gemalt als Mondclan-Schützen. Und das ist eigentlich so eine der langweiligsten Einheiten, die ich jemals gemalt habe. Und zu guter Letzt noch die Knochenlegionen. Dieses Spearhead ist auch noch aktuell erhältlich, da kam aber mittlerweile auch eine neuere Box raus. Hier enthalten ist dann Mortisan Seelenernter, ein Knochenernter, 5 Todesreiter und 20 Mortek-Gardisten. Summa summarum sind wir hier also bei 12 Speerspitzen, 12 individuelle Speerspitzen, 12 individuelle, ja auch sehr abwechslungsreiche Armeen enthalten. Was ich ein bisschen schade finde, weil Orks sind einfach die besten, dass hier überhaupt nichts von den Orks oder Oruks dabei ist. Also weder Eisenkiefer noch Moorpirscher. Einfach komplett nichts Orkiges dabei, finde ich ein bisschen schade. Hätte mich auch brutal über Töchter des Kane gefreut, denn auch so Miniaturen, die ich mir jetzt nicht so bewusst kaufen würde, aber wenn sie in einem Abo drin wären, wäre auch mal cool. Was natürlich auch brutal fehlt, Zwerge. Wir haben keine Orks drin, wir haben keine Zwerge drin, keine Fireslayer, keine Karathon Overlords. Hätte man noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können, aus meiner Sicht. Ja, es sind weniger Modelle dabei, die ich jetzt unbedingt benötige in dem Sinne. Also benötigen oder brauchen ist ja sowieso im Hobby immer so eine Auslegungssache. Nichtsdestotrotz 12 Speerspitzen. Gute Mischung, ein paar ältere Boxen oder ein paar ältere Miniaturen, die man nicht mehr so einfach bekommt, hat man hier eben nochmal die Möglichkeit, übers Abo zu erhalten. Ein paar der neueren Miniaturen, ein paar der neueren Speerspitzenboxen. Also ich würde mal sagen, so eine gute Mischung in Summe. Bevor wir uns dann an die Zahlen machen, schauen wir nochmal uns die Premium-Kits an. Premium Kit 1, Ionis Cryptborn, Warden of Lost Souls. Dann Premium Kit 2, sehr cool, Rotigus als Crate unclean worden. Großer Verpester, sehr, sehr cooles Modell. Freue ich mich drauf. Premium Kit 3 ist dann Catacross als Portage der Necropolis. Und im 4. Premium-Set erhält man dann noch einen Beast Smasher Mega Gargant. Auch krasses Modell. Okay, schauen wir uns doch mal die Fakten und Zahlen an. Wie gesagt, es ist noch nicht klar, ob die Sammlung auch in Deutschland erscheinen wird, aber wenn man sich mal so die vergangenen 4 Sammelreihen anschaut, gehe ich mal stark davon aus, dass Hachette auch dieses Spearhead-Abo auch in Deutschland verfügbar machen wird. Wir wissen, es wird 90 Ausgaben geben, es wird 4 Premium-Kits geben. Wir haben auf der Hachette UK-Webseite die genauen Preisangaben, können also genau ausrechnen, was kostet Ausgabe 1, 2, 3 bis 90, was kosten die Premium-Ausgaben. Rechnen wir also aus, wie teuer wird die gesamte Sammlung, Standard-Ausgabe, Premium-Ausgabe. Differenz der Premium-Ausgabe sind 225 Pfund. Dann schauen wir doch mal nach dem aktuellen Umrechnungskurs. Heute am 4.9. entspricht 1 Pfund Sterling 1,15 €.
dann bekommen wir diese Daten hier raus. Hier sehen wir dann natürlich auch, der Premium-Aufpreis, die Ausgabe, ist dann auch höher, 2,89 € im Vergleich dazu. Hier von der DE-Webseite für das aktuell laufende Combat Patrol Abo, da war der Aufpreis der Premium-Ausgabe 2 €. Im direkten Vergleich jetzt mit Umrechnungskurs und dem aktuellen Spearhead-Abo in den UK müssten eigentlich auch die Ausgaben in Deutschland in Summe teurer sein. Wir sehen es hier, 3,45 €. Combat Patrol erste Ausgabe 2,99 €. Hier ist meine Vermutung, dass sie bei den ersten 2 Ausgaben, die preislich anlocken sollen, dabei bleiben werden bei 2,99 € und 6,99 €, aber bei den nachfolgenden Ausgaben dann sogar auf 11,99 € hochgehen werden und der Premium-Aufpreis je Ausgabe auf 3 € anwachsen wird. Kann man dann also hier mal auch in Summe sehen, was dann dieses Abo an sich kosten wird. Das ist schon mal ein Batzen, das ist klar. Was man sich aber natürlich auch vor Augen führen muss, ist, dass es eine wöchentlich erscheinende Heftreihe ist. 90 Ausgaben. Das heißt, wir sprechen hier ja auch von einem Zeitraum von fast 2 Jahren. Es sind 22 Monate. Deswegen sage ich auch, okay, man wird über 22 Monate mit Warhammer-Zeug versorgt. Preislich teilt sich das eben auf diese fast 2 Jahre auf. Ist okay. Wenn man jetzt natürlich aus dieser kompletten Sammlung nur 2 dieser Premium-Modelle möchte oder nur 2 Spearheads, braucht ihr dieses Abo nicht abschließen. Bringt euch ja nichts. Das seid ihr günstiger, wenn ihr euch einfach die Spearhead, die ihr wollt, einfach direkt kauft, beim Online-Händler eures Vertrauens bestellt und gut ist. Wenn ihr schon genug Farben habt, genauso. Positiv finde ich auf jeden Fall, das ist eine Chance, um auch an ältere Miniaturen ranzukommen, an Miniaturen aus Spearhead-Boxen, die jetzt so nicht mehr so einfach verfügbar sind, die so langsam aus dem Sortiment verschwinden oder auch schon verschwunden sind. Finde ich, da ist eine super Möglichkeit. Und ich mag halt einfach auch dieses regelmäßig neues Zeug einfach bekommen, in der Post haben, auspacken, cool. In meinem eigenen kleinen Warhammer Store auch so einen Vorrat zu haben an verschiedenen Miniaturen, verschiedene Armeen, einfach um auch mal Dinge ausprobieren zu können. Also ich bin ein Fan davon. Ich denke, ich werde bei dem Abo auch wieder zuschlagen und da mitmachen. Nun können wir jetzt dann auch mal vergleichen, was uns das Abo kostet und was uns die einzelnen Bestandteile jetzt hier bei Games Workshop direkt beziehungsweise beim Online-Händler uns Vertrauens kosten würden. Wir haben hier 12 Spearheads. Das Spearhead kostet normalerweise 115 €. Ist jetzt im September vor der Preissteigerung, also vor den 4% Preissteigerung, die im Oktober reinkommt. Da sind wir dann bei 1380 €. Unverbindliche Preisempfehlung, direkt Games Workshop im GW Store. Und dann, wenn wir mal davon ausgehen, 20% Rabatt, was so das Maximum ist, was ich so gesehen habe, was man so bekommen kann bei Online-Händlern unseres Vertrauens, dann landen wir dann bei 1104 €. Und wenn ich nun mal von meiner Annahme ausgehe, dass uns das Abo im Standard 1065,10 € kosten wird, wie gesagt, es ist Annahmen, es ist noch nicht 100%ig klar, ob das Abo auch in Deutschland verfügbar sein wird, deswegen sind alles Annahmen. Aber gehe ich mal davon aus, 1065,10 € wird das Abo kosten. Im Vergleich zur UVP, Games Workshop Preise direkt, haben wir eine Ersparnis von 314,90 €. Im Vergleich zu den Online-Händlern unseres Vertrauens haben wir da nur noch eine Ersparnis von 38,90 €. Nach der Preissteigerung im Oktober um 4%, und ich gehe mal stark davon aus, dass das eben auch die Combat Patrols und die Spearhead-Boxen betreffen wird, ist natürlich die Ersparnis dann ein bisschen höher. Da sparen wir dann mit dem Abo 370,10 € im Vergleich zu Online-Shops mit bis zu 20% Rabatt sparen wir dann 83,06 €. Das Ganze natürlich auf einen Zeitraum von fast 2 Jahren gesehen. Das heißt, da erlebt man vermutlich dann sogar noch eine zweite Preissteigerung von Games Workshop. Deswegen so 100%ig akkurat kann ich es jetzt gar nicht vorrechnen. Da müsste man jetzt noch viel mehr mit reinfließen lassen. Wie gesagt, das sind momentan alles Annahmen. Das basiert auf dem aktuellen Währungskurs. Man weiß nicht, was kommt in den nächsten Monaten. Und was man natürlich auch überhaupt nicht vergessen darf, ist die ganzen Farben, die man eben auch bekommt. Ja, ich meine, für mich persönlich, ich habe ein riesiges Farblager draußen. Ich habe genug Farben auf Reserve. Abaddon Black und Korax White muss ich vermutlich nie wieder in meinem Leben kaufen. Das kriege ich überhaupt nicht leer, so viel wie ich da jetzt mittlerweile von habe. Aber das darf man natürlich auch nicht außen vor lassen. Die Citadel-Farben, das sind Base Colors dabei, das sind Layer-Farben dabei, das sind auch teilweise Kontrastfarben dabei, das sind Technical-Farben dabei. Die Base-Farben, die Layer-Farben von Citadel, die kosten so um die 3,50 €. Die Kontrastfarben kosten so um die 6,50 €. Technical Farben, je nachdem welche man holt.
abgeholt, auch zwischen 3,50 Euro und 6,50 Euro. Also bei Farben kann man da ja auch extrem viel auf den Tisch legen. Können ja auch mal im Vergleich schauen, wie viel Farben bei den vergangenen Abos dabei waren. Da habe ich jetzt hier in meiner Inventarliste Farben, die übers Warhammer 40k Imperium Abo reinkamen, sind 32 Stück. Meistens Base Layer, sind aber auch Shade, Technical dabei, querbeet. Dann beim Stormbringer Abo, das ist ja auch mittlerweile abgeschlossen, sind auch 34 Farben dabei. Also auch hier eine Annahme, rechnen wir mal mit 30 Farben. Und dann, wie gesagt, da sind Technical Farben dabei, da sind Kontrastfarben dabei, Base und Layer. Das heißt von 3,50 Euro, 3,60 Euro bis 6,50 Euro. Nehmen wir einfach mal als Mittelwert 5 Euro an. Und 30 Farben circa um die 5 Euro jeweils. Sind auch 150 Euro an Farben, die dann mit dabei sind. Natürlich das Magazin selbst, das Papier, wenn man es mitrechnen will, aber keine Ahnung, wie man das jetzt bewerten sollte. Pinsel und Zeug, was man da hier und da noch bekommt. Ja, diese kostenlosen Geschenke, die lassen wir jetzt mal komplett außen vor. Die sind nicht so kostenlos, das ist alles vorher schon mit eingerechnet, klar. Also unterm Strich spart man mit dem Abo ein paar Euro. Wichtiger hierbei aus meiner Sicht ist jedoch, es ist nicht so, dass man auf einen Schlag 1000 Euro auf den Tisch legt, sondern das ist über 2 Jahre verteilt. Man bekommt regelmäßig neues Zeug nach Hause geliefert, hat dadurch also auch immer einen Anreiz, im Hobby zu bleiben, was Neues zu lesen, was Neues auszuprobieren, was Neues anzumalen. Das ist eher so der Vorteil des Ganzen. Es ist jetzt weniger, dass man da jetzt Hunderte von Euro spart, das auf keinen Fall. Genauso gilt, wenn euch nur eine einzelne Spearhead davon interessiert oder 2, kauft sie einzeln. Da braucht man das Abo nicht. Ich finde das Abo geil. Ich werde es vermutlich machen. Schauen wir uns mal noch die Preise für die Premium-Modelle bzw. die mögliche Ersparnis an. Hier vermute ich mal, dass da das Sparpotenzial etwas höher ist. Wenn wir uns mal anschauen, UVP Games Workshop Premium Kit 1 110 Euro, Premium Kit 2 130 Euro, Premium Kit 3 sind es 93 Euro und beim 4. 172,50 Euro. Also das muss man sich halt auch mal geben. 172,50 Euro für eine Miniatur. Also das ist ja eigentlich okay. Es ist auch keine Miniatur, das ist schon ein fettes Modell, aber okay, UVP Games Workshop für alle 4 dieser Premium-Kits 505,50 Euro. Wieder davon ausgehend, wir bekommen das hier mit 20% Rabatt. Bei einem anderen Online-Shop haben wir dann 88, 104, 74, 40 und 138, also 404,40 Euro. Spart man Huni. Und wenn wir dann mal gucken, bei meiner Vermutung, Differenz Premium, würden wir 270 Euro für die Premium-Ausgabe im Abo mehr bezahlen. Dann habe ich mit dem Premium-Abo im Vergleich zum UVP Games Workshop 235,50 Euro weniger ausgegeben für diese 4 Premium-Kits. Im Vergleich zu einem Shop, der mir 20% Rabatt bietet, habe ich 134,40 Euro in Summe gespart. Wie gesagt, auf einen Zeitraum von 2 Jahren muss jeder selber wissen, wenn ich jetzt unbedingt jetzt einen großen Verpester haben will, wenn ich jetzt den Rottikus haben will oder ein anderes dieser Premium-Modelle, dann will ich da jetzt auch nicht unbedingt 2 Jahre drauf warten und dann ist mir es auch im Endeffekt egal, ob ich dann 134 Euro gespart habe oder auch nicht. Ich glaube, bei diesen ganzen Abos und bei diesen Sammelreihen ist es auch weniger ein logisches Herangehen. Ja, man spart unterm Strich hier und da ein bisschen was, aber es ist ganz klar auch eine emotionale Entscheidung. Habe ich da Bock drauf? Habe ich so einen Sammeltrieb? Ich definitiv. Ich springe darauf volle Kanne an. Ich freue mich darauf, regelmäßig Zeug zu bekommen, habe ich jetzt schon öfter gesagt. Aber man weiß auch nicht, was in 2 Jahren ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Eine Sache, die wir uns noch anschauen können, wann könnte denn der Start in Deutschland erfolgen? Dazu habe ich mir mal angeschaut, wann war denn der jeweilige Start der einzelnen Abos oder der einzelnen Sammelreihen in UK und wann startete das Ganze dann in Deutschland. Und hier sieht man auch, da ist schon eine große Abweichung auch drin. Also bei Conquest sieht man dann zum Beispiel auch, das waren über 16 Monate vom Start in den UK bis zum Start in Deutschland. Beim Imperium-Abo waren es so 9,5 Monate. Stormbringer waren 10, fast 11 Monate, eher 11 Monate. Bei Combat Patrol wiederum waren es dann nur noch knapp über 4 Monate. Deswegen, auch hier schwer zu sagen. Die letzten Abos starteten jeweils im Januar bei uns. Januar 24, Januar 25. Jetzt einfach mal aus dem Bauch geschätzt. Wenn wir hier mal von ausgehen, 4 Monate Differenz, so wie es beim vorherigen Combat Patrol Abo war, dann wäre der Start bei uns hier in Deutschland auch im Januar 2026. Und wenn wir eher von 6 Monaten ausgehen, dann wäre der Start vom Age of Sigmar Spearhead Abo in Deutschland eben im März 2026. Aber who knows? Das ist alles noch in den Sternen, kann sich noch viel ändern. Man weiß es nicht. Ich gehe trotzdem stark davon aus, das wird auch hier in Deutschland ausgerollt werden und
Bleibt spannend, wir werden sehen. Ich finde es eine coole Sache. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Was ist allgemein eure Meinung zu diesen Abos, zu den Warhammer-Abos? Habt ihr da schon mal mitgemacht? Seid ihr gerade in einem Abo drin? Wäre das Spearhead-Abo was für euch? Oder sagt ihr, nee, das ist gar nichts für mich, lasse ich die Finger davon. Ich hole mir nur die Minis, die ich jetzt aktuell haben will und malen will. Und da mache ich gar nicht mit bei sowas. Lasst mich wissen. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Um den Kanal zu unterstützen, um mehr aus der Hobby-Ecke zu sehen, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Ich freue mich immer riesig und das motiviert brutal. Auf dem Kanal findet ihr immer wieder Videos zu Neuigkeiten aus dem Hobby. Hier wird gebaut, gebastelt, gemalt oder auch gemastelt, Gedanken geteilt und in Erinnerungen geschwelgt. Eben alles, was man so in der Hobby-Ecke macht. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.